Embarking on the front line of ocean conservation, Sea Shepherd is a non-profit organization committed to safeguarding our seas. In 2022, I joined their ranks as a volunteer videographer for a 3-month campaign in West Africa. Amidst the world's epicenter of illegal fishing, where almost 40% of catches are unlicensed, we assisted the Liberian Coast Guard in intercepting suspicious vessels. My role was to document potential violations. And due to safety concerns, the Liberian Coast Guard successfully detained a number of these ships. But ocean exploitation isn't limited to the other side of the globe. It's happening in our own backyard too. That's why both Marco and I teamed up with Sea Shepherd Germany for a local mission. Our journey led us to the Baltic Sea in Poland, where we set out to catch poachers. Man sieht, sind wir genau auf der Linie von dem Nationalpark. Genau da drin ist der Trawler. Wenn er Stellnetze dabei hat, dann haben wir ihn. Das kann Schweinswal mit seinem Echolot so gut wie gar nicht wahrnehmen. Und deshalb sind die eben so gefährlich für die Schweinswale, die sich darin einfach verheddern und dann unter Wasser ersticken. Ich bin Flo, ich bin seit über 10 Jahren aktiver Teil von Sea Shepherd. Wir befinden uns hier in unserem Hauptquartier, das ist eine angemietete Wohnung mitten in Swinemünde. So 7 bis 8. Und hier sind wir mit einem 6-köpfigen Team. Das heißt, innerhalb von diesem Gebiet darf weder gefischt werden, noch darf das Ganze befahren werden. Letztes Jahr im November ist das erste Mal eine Durchgriffsverordnung der EU in Kraft getreten, die Stellnetzfischerei in bestimmten Meeresschutzgebieten verhindern soll. Ziel davon ist es, Schweinswale zu schützen, denn Schweinswale gerade in dieser Region gehören zu einer bedrohten Population. Wir sind jetzt hier, um zu überprüfen, ob sich die Fischer tatsächlich an dieses Verbot halten. Man muss sich das so vorstellen, das ist ein Netz, es ist sehr feinmaschig, aus einem Material, das Angelschnüren gleichkommt. Wenn man das Netz über Bord wirft und das am Meeresgrund absinkt, dann stellt sich das Netz automatisch wie eine Art Zaun auf. Hier haben wir so einen ganzen Haufen von Stellnetzen und hier sieht man halt einfach, wie die geschaffen sind. Das kann Schweinswal mit seinem Echolot so gut wie gar nicht wahrnehmen. Und deshalb sind die eben so gefährlich für die Schweinswale, die sich darin einfach verheddern und dann unter Wasser ersticken, weil sie nicht mehr zum Luftholen auftauchen können. Before my first patrol with Sea Shepherd, I was pretty excited. It was a pilot project, so none of us really knew what to expect out there, except for the fact that it's going to be very cold. Ich habe jetzt 3 Socken an, 2-mal Thermounterwäsche, darüber noch die Jogginghose und hier oben auch nochmal 5 Schichten. Darüber kommt jetzt noch der Überlebensanzug, der auch nochmal warm hält und auch noch wasserabweisend ist. Wir fahren mitten im Winter raus und werden auch ein paar Stunden auf dem Boot verbringen, da wird es auf jeden Fall ordentlich kalt, dann vor allem mit dem Wind. Diese Kampagne ist extrem anspruchsvoll. Wir sind mitten im Winter an der Ostsee. Wir haben hier auf jeden Fall Temperaturen unter 0 Grad und gehörig Seegang. Noch dazu sind wir eben mit einem kleinen Rip hier, um eben nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Das heißt, wir sind der Witterung, der Kälte, der Nässe, dem Spritzwasser den ganzen Tag über ausgesetzt. Was dazu kommt, ist, dass es eine ganz neue Situation ist, sowohl für die Fischer, aber auch für uns, weil wir nicht wissen, wie die Leute hier tatsächlich agieren, wie sie normalerweise fischen, wo sie ihre Netze bevorzugt ausbringen. Und wir müssen jetzt in dieser Sondersituation all diese Informationen beschaffen, das Ganze einordnen und dann eine Taktik finden, wie wir mögliche Übertretungen am besten aufdecken können, beweisen können, dokumentieren können und das Ganze dann auch in einem legalen Prozess begleiten können. So, wenn wir jetzt fahren, guckt mal bitte, ob ihr irgendwie Stellnetze seht, also Markierungen. Es kann aber auch sein, dass diese Markierungen diese Bojen gar nicht dran haben, sondern einfach nur irgendwie
einen Kanister im Wasser haben als Markierung, was wie Müll aussieht. Wenn wir dann auf See sind, ist es tatsächlich die sprichwörtliche Suche der Nadel im Heuhaufen. Ihr seid ready? Ready? Wenn man illegalerweise ein Netz ausbringt, dann markiert man dieses Netz nicht mit einer 2 Meter langen Stange und roten Fahnen, sondern wir gehen davon aus, dass wenn die Fischer ihre Netze ausbringen, dass die dann mit unscheinbaren Plastikteilen nur gekennzeichnet sind. Wir müssen genauestens gucken, wo denn Dinge im Wasser schwimmen, die eventuell verdächtig sind. Und das bedeutet, dass wir sehr feinrastrige Suchmuster abfahren müssen. Sehr gut. Deploying the drone, we found no signs of net markers. However, a trawler on the horizon grabbed our attention as it navigated toward the national park. A trawler is a boat towing a net in order to catch fish, so not exactly the reason why we were here. Yet, within the safeguarded area, both transit and fishing were strictly prohibited. So, we started to shadow that vessel to record any potential infractions. Es sind auf jeden Fall keine leichten Arbeitsbedingungen hier mit dem ganzen Schaukeln. Versuch mal scharf zu stellen. Er fährt von dem Gebiet wieder weg. Du siehst jetzt hier, er war vorher mit 8 Knoten unterwegs. Und jetzt ist er so, war er zuerst runter auf 2. Das ist der Moment, wo er das Netz auswirft. Und jetzt zieht er es. Und jetzt zieht es genau an der Grenze. Ja. Ja, klar. The vessel was engaged in harvesting fish stocks around the protected area, but refrained from entering it. So we couldn't observe any breaches of regulations in this instance. Was sagst du zu deiner ersten Ausfahrt? Hast du es dir so vorgestellt, mit Sea Shepherd auf Patrouille zu sein? Die Fahrt war ziemlich wild, ziemlich holprig. Ja, das habe ich erwartet und das macht auch echt Bock. So die Bedingungen zum Arbeiten, ich bin ja hier, um Kameraarbeit zu machen, das ist schon krass. Also wir haben vor uns probiert, mit einem 600 mm Objektiv irgendwas zu schießen, das kannst du halt vergessen. Das Krasse ist, wir haben heute eigentlich optimale Bedingungen. Hinter dir das Wasser ist spiegelglatt und trotzdem hat uns da draußen so krass durchgeschüttelt. Merkst du irgendwas von der Seekrankheit? Nö. Ja, da hast du Glück, weil es gibt viele, die erwischt das da richtig hart. Was eher unangenehm ist, ist die Kälte. Also ich habe vor uns einen GoPro-Shot sehr nah am Wasser gemacht, jetzt ist der ganze Handschuh nass. Aber ey, das wird heute Abend alles wieder ausgeglichen, wenn wir zusammen kochen. Und dann beieinander sitzen in der schönen warmen Bude so. One of the main perks of being with Sea Shepherd, in my opinion, is the food. The cooking is diverse, nourishing and delicious. Since our eating habits can impact ecosystems and biodiversity, Sea Shepherd opts for entirely vegan meals. Man kann nicht einerseits die einen Tiere retten wollen und die anderen essen. Das ist ja in sich schon irgendwie unlogisch. Die vegane Lebensweise ist einfach die, die am wenigsten Schaden am Planeten anrichtet. Sowohl an Tieren als auch am Klima und allem, was dazu gehört. Und deshalb ist das einfach nur konsequent und es schmeckt auch sehr gut. Over the next few days, we gained a better understanding of the fishing operations patterns. One morning before sunrise, we were notified about the departure of a vessel from our watch list. We wanted to be there for their return. Gestern ist ein Schleppnetzfischer rausgefahren, aber für eine sehr kurze Zeit und wir vermuten, dass er da ein Netz gestellt hat. Und heute Morgen, also keine 24 Stunden später, ist er wieder rausgefahren. Und das könnte genau die Zeit sein, die er jetzt braucht, um das Netz wieder einzuholen. Wir fahren jetzt in den Hafen und wollen bereit sein, wenn er zurückkommt, um zu sehen, ob er wirklich Stellnetze mit an Bord hat und was er gefangen hat. Wenn er Stellnetze dabei hat, dann haben wir ihn. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Ich lasse euch hier mal kurz da. Ich gehe. Los. Jo. At that point, nobody around knew that Sea Shepherd was in the area. Los geht's. And we wanted to keep it that way. Wir waren in unserem Hafen und sind ungefähr eine Viertelstunde nach dem Fischer eingetroffen. Der hat gerade die Fische ausgenommen, die er gefangen hat. Es war tatsächlich nicht viel, irgendwie, ich schätze mal 2 Kisten voll maximal und das meiste waren Flundern. Er sagt aber selber, er hat auch Dorsch gefangen, was im Moment ja verboten ist, wenn es nicht unbeabsichtigter Beifang war, aber er hat den Dorsch auch ausgenommen. Das heißt,
ist davon auszugehen, dass er den trotzdem verkaufen will, was nicht erlaubt ist. Wir haben leider keine handfesten Beweise gefunden, dass er mit dem Stellnetz unterwegs war, aber trotzdem lagen vor seinem Boot 2 Big Packs mit Stellnetzen. Aber ich konnte ihn leider nicht dabei beobachten, wie er die Dinger vom Bord genommen hat. Also er könnte natürlich immer behaupten, die lagen schon vorher da oder die sind dazwischen gelagert. Wobei die anderen Netze alle auf einem Haufen liegen und 2 davon standen direkt vor seinem Boot. Das ist halt ein weiteres Indiz, aber wir müssen ihn vermutlich eher draußen auf frischer Tat ertappen oder seine Netze finden. Und ich denke, das wird die Aufgabe der nächsten Tage sein. Afterward, we continued our routine patrols for the rest of the day. But when we arrived back in port, we made a disturbing discovery. Also, wir sind hier in Kormoran. Der hängt hier ganz merkwürdig am Steg und bei genauem Hinsehen sieht man, dass hier ein Angelhaken drin hängt. Es sieht so aus, als hätte er den vielleicht mit einem Fisch zusammen oder so mit aufgenommen und sich daran erhängt. Hier steckt ein Fisch drin und hier ist der Haken. Der hat den anscheinend versucht, einem Fischer abzunehmen. Oder, was natürlich auch passiert, weil sehr viele Fischer einen extremen Hass auf Kormoran haben, weil die eben extrem viel Fisch fressen und denen im Endeffekt ja, direkt in Konkurrenz stehen, was die Nahrung angeht. Dass die auch Fallen auslegen und das könnte auch eine Falle sein. Um das jetzt festzustellen, bräuchten wir ein Messer und müssten ihn mal aufschneiden. Tut mir leid. Ich hasse sowas. Also, das ist der Fisch. Das sieht man jetzt hier. Das ist das Auge. Aber der Haken ist am ganz anderen Ende. Also es sieht für mich wirklich sehr danach aus, als hätte jemand Fischreste mit Angelhaken an Kormorane verfüttert. Ist sowas strafbar? Ja, Kormorane stehen unter Schutz. Der hat zwei Haken dran. Siehst du, einen vorn und einen hinten. Und hier ist kein Angelhaken, keine Angelschnur oder so mehr dran. Und der Fisch hat den Haken nicht im Maul. Wir haben den Fisch präpariert mit 2 Haken und dann verfüttert. On one of our last days, a familiar vessel set sail from the harbor once again. Back on our first patrol, we witnessed a trawler fishing along the national park's boundary. Swiftly, we steered our rib to that location. And indeed, this time they didn't stop at the border. They illegally dragged their net through the safeguarded zone. Man sieht, sind wir hier genau auf der Linie von dem Nationalpark. Wenn wir hier rauszoomen, ist das hier alles geschütztes Gebiet, wo Fischerei verboten ist. Genau da drin ist der Trawler. Um das Ganze zu dokumentieren, haben wir uns dann mit unserem Boot direkt auf der Grenze von diesem Schutzgebiet positioniert und konnten so eben mit Videoaufnahmen belegen, dass der Fischer zwischen uns und der Küste war und somit zu diesem Zeitpunkt voll und ganz in diesem Schutzgebiet gefischt hat. Jetzt zieht er das Netz hoch. Als der Fischer uns dann bemerkt hat, hat er dann sein Netz eingezogen und hat dann auch ganz schnell wieder dieses Schutzgebiet verlassen und ist Richtung Osten geflohen. Wir sind tatsächlich im Moment die Einzigen, die hier patrouillieren, obwohl eben diese Verordnung auch fordert, dass starke Kontrollen durchgeführt werden sollen, sehen wir hier draußen keine Behörden, die kontrollieren. Die Ostsee ist natürlich auch ein spezieller Lebensraum. Hier lebt zum Beispiel die einzig heimische Walart. Wir haben hier Robben, wir haben hier wertvolle Fischbestände. Und gleichzeitig ist die Ostsee natürlich auch immens bedroht, dadurch, dass sie eben von der Nordsee so stark abgeschnitten ist und sich Giftstoffe und Probleme hier ganz, ganz stark akkumulieren.
Der Trawler, den wir da im Nationalpark gesehen haben, ist vor 1,5 Stunden wieder rausgefahren. Und wir wollen sicher gehen, dass er nicht wieder in das Nationalparkgebiet reinfährt. Deswegen gucken wir jetzt mit der Drohne, ob wir in dem Gebiet irgendwo Navigationslichter sehen. Da sind ganz offensichtlich in dieser kompletten Finsternis 2 Lichtpunkte. Das da sieht 100 Pro aus wie ein Schiff. Ja. Wir sind sehr dankbar, dass wir jetzt tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und das Material aufnehmen konnten. Und mit diesem Material werden wir jetzt rechtliche Schritte einleiten. Although the trawler incident wasn't a violation of the new protection regulations that made us go there in the first place, it highlights the importance of such patrols for upholding the integrity of conservation zones in general. Sea Shepherd maintained a presence for several weeks, documenting and filing criminal charges in numerous instances. Our oceans are essential for climate regulation and serve as a home to countless species. But this diversity is currently declining twice as fast as on land. Sustainable choices not only preserve this marine life, but also secure our own future. A key measure all of us can do right now is to stop consuming fish, as this is the #1 reason for the destructive practices shown in this video. Last summer we joined Sea Shepherd Germany for another campaign, embarking on extensive patrols aboard the Triton, their new ship. Our mission mainly focused on retrieving tons of hazardous ghost nets from the Baltic Sea to make it a safer habitat for wildlife. If you're passionate about supporting Sea Shepherd and marine conservation, whether through donations, volunteering or any other means, you will find additional info to that in the video description down below. And if you would love to see more content like this, let us know. Stay curious and keep exploring.